Hey, ich bin Paul vom Garnelengümmer-Team und ich habe heute die Ehre, dir die wirklich besondere Pflanze Anubias Snow White, weiße Anubias, vorzustellen. Der Name gerade hat es ja eigentlich schon verraten. Die weiße Anubias ist eine Aquariumpflanze, die auffällt, weil sie weiße Blätter besitzt. Fast weiße. Wenn man sich das mal anguckt, diese Dose hier, sieht man da so ein bisschen eine hellgrüne Farbe durchschimmern. Die weiße Anubias ist komplett neu auf dem Markt und auch noch sehr selten. Wir haben inzwischen 2 bis 3 Lieferungen davon bekommen und die waren jeweils, ich glaube, so im Bereich 24 Stunden ausverkauft. Und jetzt fange ich einfach mal an, hier eine Dose Anubias Snow White auszupacken. Mit einer Wurfshöhe von 5 bis 10 cm passt Anubias Nana Snow White auch gut in ein Nano-Aquarium. Am besten setzt ihr diese Pflanze in den Vordergrund oder Mittelgrund, aber das zeigt euch Paul jetzt sowieso genauer. Ich werde die Anubias auf ein bisschen Mini-Landschaftbruch aufkleben, den habe ich im Vorfeld produziert und weil mir dabei ständig die Finger zusammenkleben, habe ich mir ein paar Handschuhe zur Seite gelegt. Anubias Nana Snow White braucht nicht viel Licht, keinen Zusatzdünger und auch keine CO2-Düngung. Wenn diese Zusätze trotzdem vorhanden sind, wird das Pflanzenwachstum verbessert und beschleunigt. Bei sehr starkem Licht besteht jedoch die Gefahr, dass die langsam wachsende Aufsitzerpflanze von Grünalgen bewachsen wird. Das wäre insbesondere wegen der einmaligen weißen Färbung sehr schade. Der Kleber, den ich hier benutze, ist übrigens ein Spezialkleber extra fürs Aquarium und kann problemlos auch in einem Garnelenaquarium eingesetzt werden. Natürlich könnt ihr diese Pflanze auch aufbinden, das ist überhaupt kein Problem. Wichtig ist nur, dass ihr den Wurzelstock nicht in den Bodengrund eingräbt. Das solltet ihr um jeden Preis vermeiden, da die Pflanze sonst faulen und absterben kann. Vielleicht hast du dich biologisch schon gefragt, wie das funktioniert, eine weiße Aquariumpflanze. Es ist so, dass die Anubias Snow White noch einiges Chlorophyll, also der Farbstoff, der die Pflanze grün macht und für die Photosynthese mitverantwortlich ist, besitzt. Deshalb, wenn du ganz genau hinschaust, siehst du, dass die Anubias Snow White immer noch eine leicht hellgrüne Färbung hat. Für die Vollständigkeit möchte ich auch noch erwähnen, dass es sich bei dieser Pflanze um eine In-vitro-Pflanze handelt. Das ist insofern gut, da sie komplett frei von Algen, Schädlingen, Pestiziden, Schnecken oder anderen Stoffen ist. Die Pflanze ist im Labor in diesem Cup gewachsen und muss vor dem Einsetzen nur mehr von der Nährlösung unter fließendem Wasser befreit werden und kann direkt in dein Aquarium gesetzt werden. Was du in diesem Video gesehen hast, der Pflanzenkleber zum Beispiel oder auch die weiße Anubias, kannst du bei uns im Garnelengümmer Online-Shop kaufen. Wenn du die weiße Anubias auch haben möchtest, solltest du schnell sein, denn wenn eine neue Lieferung kommt, ist sie bei uns immer fix ausverkauft. Ich habe dir den Link unten in die Videobeschreibung getan, vielleicht hast du ja Glück und die Pflanze ist gerade verfügbar. Hier ist Paul vom Garnelengümmer-Team und ich werde heute mit dir vor laufender Kamera diese Dose Anubias Snow White essen. Nein, will ich nicht.